Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 165. Thema Migration und Integration. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, und bevor wir mit den Wörtern starten, haben wir noch was Spezielles für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Shadowing, sehr cool. Ja, beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Okay, was ist der erste? Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Also wirklich erstmal nur auf den Rhythmus achten, ja? Ganz genau. Dann kommt Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Man wird also quasi zu so einer Art Papagei im positiven Sinn. Richtig. Und dann Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf, vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Das kostet am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung, aber es hilft enorm. Wichtiger Hinweis, bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau, euer Mund braucht quasi das Fitnessstudio. Und noch ein kleiner Tipp, bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Da fassen wir dann alle 15 Worte in einer kurzen Geschichte zusammen. Genau. Lasst uns direkt anfangen. Wenn wir über unser Thema heute sprechen, dann ist das ja, wie stellt euch vor, ihr packt euer ganzes Leben in 2 Koffer. Das ist ein riesiger Schritt. Ja, das ist eine der größten Entscheidungen überhaupt. Und es bringt uns direkt zu unserem ersten Wort, die Migration. Das ist die Wanderung von Menschen, um an einem anderen Ort zu leben. Auf Englisch sagt man dazu Migration. Also sehr ähnlich zum englischen Wort. Ja, fast gleich. Und Migration ist ja meistens eine Sache, die über Ländergrenzen hinweg passiert. Das ist unser zweites Wort, grenzüberschreitend. Ah, okay. Das bedeutet, etwas ist über die Grenzen von Ländern hinweg relevant. Auf Englisch übersetzen wir das mit Cross-Border. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, von München nach Hamburg ziehe, ist das nicht grenzüberschreitend. Genau, das ist nur ein Umzug. Aber wenn du von Italien nach Deutschland ziehst, dann ist es grenzüberschreitend. Du wechselst ja das komplette System. Ja, neues Land, neue Regeln, neue Sprache. Und wenn ich dann mit meinen 2 Koffern ankomme und wirklich bleiben will, dann spreche ich von Einwandern, oder? Exakt. Das ist unser drittes Wort. Einwandern bedeutet, dass man dauerhaft in ein anderes Land zieht. Die englische Übersetzung ist to emigrate. Und wie ist das in der Vergangenheit? Das ist ja für B1 sehr wichtig. Ja, sehr wichtiger Punkt. Die Perfektform ist eingewandert. Wir benutzen hier das Hilfsverb sein, weil es hier eine Bewegung ist, ein Wechsel. Also ich sage, mein Nachbar ist vor 5 Jahren nach Deutschland eingewandert. Perfekt. Genau so. Aber man kann ja nicht einfach ankommen, seine Koffer abstellen und sagen, hier bin ich, hallo Deutschland. Wie funktioniert das denn bürokratisch? Tja, da fängt oft der etwas anstrengende Teil an. Und da sind wir beim 4. Wort, der Aufenthalt. Das Wort hört man wirklich oft. Ja, der Aufenthalt beschreibt das Recht oder die Zeit, in einem fremden Land zu leben. Auf Englisch heißt das Residency. Also im Prinzip mein Recht, hier zu sein, richtig? Das Stück Papier oder die Karte. Richtig. Und dieses Recht musst du natürlich offiziell bei der Behörde einfordern. Unser 5. Wort heißt beantragen. Ah ja, das gute alte Beantragen. Das bedeutet etwas offiziell fordern, meistens mit einem Formular. Auf Englisch to apply for. Und die Perfektform ist sehr wichtig. Hat beantragt. Ich habe ein Visum beantragt, zum Beispiel? Ganz genau. Oder sie hat eine Arbeitserlaubnis beantragt. Das ist oft, also ich stelle mir das oft vor wie bei einem großen Puzzle. Wenn man aus dem Ausland kommt, bringt man ja seine Zeugnisse mit, sein Diplom aus der Heimat. Und das muss dann genau in das deutsche System passen. Ja, ein sehr gutes Bild. Und dieser Puzzleprozess, das ist unser 6. Wort, die Anerkennung. Das bedeutet, wenn Dokumente oder auch Leistungen offiziell von Deutschland akzeptiert werden. Auf Englisch Recognition. Das heißt, wenn ich in meinem Heimatland Lehrer war, brauche ich hier die Anerkennung, damit ich auch in Deutschland als Lehrer arbeiten darf. Exakt.
Das ist oft ein langer Weg, aber es ist unglaublich wichtig für die Arbeitssuche. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns wirklich sehr freuen. Also gut, wir haben jetzt unsere Papiere, der Aufenthalt ist geklärt, die Zeugnisse haben ihre Anerkennung, aber selbst mit allen Papieren ist der Alltag doch oft noch extrem schwer, oder? Definitiv. Denn jetzt kommen die unsichtbaren Hindernisse. Und das ist unser 7. Wort. Die Barriere. Eine Barriere. Genau. Eine Barriere ist ein Hindernis, das den Kontakt oder auch den persönlichen Fortschritt erschwert. Auf Englisch Barrier. Das kennt wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer. Gerade die Sprachbarriere. Ja, absolut. Ich kenne das noch aus meiner Zeit im Ausland. Man steht im Supermarkt, man will nur, keine Ahnung, ein Brot kaufen. Der Verkäufer fragt etwas ganz Einfaches und plötzlich ist der Kopf komplett leer. Das einfachste Wort will einem in dem Moment einfach nicht einfallen. Oh ja, das ist ein Klassiker. Und da hast du auch schon unser 8. Wort benutzt. Einfallen. Ah, stimmt. Einfallen bedeutet, dass man plötzlich eine Idee hat oder sich an etwas erinnert. Auf Englisch heißt das to occur to. Und ganz wichtig für den Alltag, die Perfektform lautet ist eingefallen. Das ist wieder mit sein, ne? Mir ist das Wort nicht eingefallen. Genau, es ist wie ein Gedanke, der in den Kopf fällt. Ein plötzlicher Moment. Und in diesen Momenten im Supermarkt, wenn man nur stottert, da braucht man einfach Hilfe. Da braucht man Leute, die helfen können, die übersetzen. Und solche Leute tun dann unser 9. Wort, vermitteln. Vermitteln. Das bedeutet, Wissen weiterzugeben oder als Helfer zwischen verschiedenen Gruppen zu fungieren. Auf Englisch sagen wir to convey oder auch to mediate. Und die Perfektform. Die ist hat vermittelt. Zum Beispiel, mein Kollege hat gestern bei den Streit vermittelt. Ich finde solche Integrationshelfer extrem wichtig. Jemand, der vielleicht mit zum Arzt geht oder hilft, einen Brief vom Finanzamt zu verstehen. Ja, diese Menschen bauen Brücken über die Barrieren, die wir vorhin erwähnt haben. Und sobald diese ersten schweren Barrieren überwunden sind, passiert etwas Schönes. Man beginnt, die neue Umgebung wirklich wahrzunehmen. Man geht mit offeneren Augen durch die Straßen. Genau. Und dabei wird einem dann vieles auffallen. Wort Nummer 10. Auffallen. Es bedeutet, Aufmerksamkeit zu erregen oder dass man etwas Neues bemerkt. Auf Englisch? To notice. Auch hier wieder die Perfektform mit sein. Ist aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die Bäckereien hier sonntags offen haben. Sehr gutes Beispiel. Ja, solche Alltagsdinge. Und mir ist auch oft aufgefallen, dass gerade in größeren Städten die Gesellschaft ja nicht nur aus einer Art von Menschen besteht. Zum Glück nicht. Das führt uns zu Wort 11. Vielfältig. Das beschreibt etwas, das viele verschiedene Seiten, Kulturen oder Arten hat. Die englische Übersetzung ist diverse. Eine vielfältige Gesellschaft also. Mit vielen Sprachen, verschiedenen Restaurants, vielen Perspektiven. Richtig. Und im besten Fall ist diese vielfältige Gesellschaft dann auch unser 12. Wort. Weltoffen. Weltoffen. Ein schönes deutsches Wort, finde ich. Offen für die Welt. Ja, das bedeutet tolerant und interessiert gegenüber anderen Menschen und Kulturen zu sein. Auf Englisch übersetzen wir das mit cosmopolitan oder open-minded. Das macht es natürlich für jeden, der neu einwandert, viel, viel leichter, sich wohlzufühlen, wenn die Nachbarn weltoffen sind. Absolut. Das ändert alles. Aber lass uns da mal etwas tiefer gehen. Was macht diese ganze Reise, diese Migration eigentlich mit dem Inneren eines Menschen? Ich meine, verändert man sich da? Das ist eine faszinierende Frage. Und die Antwort ist unser 13. Wort. Unweigerlich. Unweigerlich. Das klingt sehr stark. Das ist es auch. Es bedeutet, dass etwas absolut sicher und unvermeidbar ist. Auf Englisch inevitably. Man kann diesen Prozess nicht stoppen. Du veränderst dich unweigerlich. Weil man ja jeden Tag in einer anderen Sprache denkt, oder? Genau. Und das betrifft unser 14. Wort, die Identität. Ah, okay. Die Identität ist unser Selbstbild, wer wir sind. Und das wird eben stark durch die Sprache und Kultur geprägt. Auf Englisch heißt das Identity. Das heißt, wenn ich Deutsch lerne und hier lebe, dann entwickelt sich meine Identität weiter. Ich bin vielleicht ein bisschen anders, wenn ich Deutsch spreche, als wenn ich meine Muttersprache spreche? Ganz genau. Man fügt der eigenen Persönlichkeit quasi ein neues Puzzleteil hinzu. Und das große Ziel am Ende dieser ganzen anstrengenden Reise, nach all den Formularen, den Sprachbarrieren, den neuen Erfahrungen,
Das große Ziel ist es doch, sich nicht mehr fremd zu fühlen, oder? Ja, und das ist unser 15. Wort heute. Heimisch. Das bedeutet, dass man sich sicher, wohl und einfach zu Hause fühlt. Auf Englisch at home. Ich fühle mich hier heimisch. Das ist wirklich das schönste Gefühl, wenn man das nach ein paar Jahren endlich sagen kann. Ein langer Weg, aber er lohnt sich. So, das waren unsere 15 Wörter. Genau. Und wie versprochen, präsentieren wir euch jetzt unsere Mini-Story. Hört gut zu, denn alle 15 Vokabeln kommen jetzt in der Geschichte von Samira vor. Ich fange mal an. Also, Samira traf eine große Entscheidung. Die Migration. Sie wollte nach Deutschland einwandern, weil ihre Arbeit grenzüberschreitend und international sehr gefragt war. Aber am Anfang war es bürokratisch ziemlich kompliziert. Sie musste ihren Aufenthalt offiziell klären, Visa beantragen und lange auf die Anerkennung ihrer Universitätszeugnisse warten. Und im Alltag gab es auch Probleme. Eine große Barriere war für sie die deutsche Sprache. Oft wollte ihr das richtige Wort an der Supermarktkasse einfach nicht einfallen. Das führte bei ihr unweigerlich zu Frust. Zum Glück gab es da aber einen netten Nachbarn. Der hat ihr oft geholfen und konnte bei Briefen von der Behörde gut vermitteln. Und nach ein paar Monaten ist Samira dann aufgefallen, wie vielfältig und weltoffen ihre neue Stadt eigentlich ist. Sie hat Freunde gefunden und sich entspannt. Mit der Zeit hat sich ihre Identität weiterentwickelt. Sie ist heute eine Mischung aus 2 Kulturen. Und das Wichtigste: heute fühlt sie sich in Deutschland endlich richtig heimisch. Wow, eine richtig schöne Mini-Story. Und man hat alle Wörter im Kontext gehört. Das hilft enorm beim Lernen. Ja, das macht es viel greifbarer. Jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und wir hören uns schon bald wieder. Morgen sprechen wir über Teamarbeit. Das wird auch wieder super spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.